Eines Tages, nach einem heftigen Monsunregen, hörte Shura-chet ein schwaches Geräusch, das sich fast verlor, als ob die Natur selbst versuchen würde, es zu verbergen. Er folgte dem Klang, der ihn schließlich zu einem alten, verlassenen Brunnen führte. Als er näher kam, sah er, wie seltsame kleine Tiere auf der Wasseroberfläche trieben. Am meisten ähnelten sie Ratten oder kleinen Mungos, aber es war unmöglich, unter dem Schlamm zu erkennen, was genau sie waren. Shura-chet, getrieben von einer unerklärlichen Neugier, zögerte nicht lange. Er griff in den Brunnen und zog die 5 kleinen Kreaturen ans Licht. Es wurde sofort klar, dass es sich um ganz normale Welpen handelte, die jedoch so mit Schlamm bedeckt waren, dass sie zu lebenden Statuen geworden waren und sich kaum noch bewegen konnten. Ihre Augen blickten ängstlich und hilfesuchend auf Shura-chet. Während Shura-chet die Welpen behutsam aus dem dicken Schlamm wusch, fragte er sich, wie sie in diesen Brunnen gelangt waren. Die Welpen waren winzig, höchstens eine Woche alt, und die Mutterhündin hatte anscheinend einen abgelegenen Ort für ihre Behausung gewählt, ohne zu ahnen, dass der Brunnen nach dem Monsun mit Schlamm gefüllt sein würde. Von der Hündin fehlte jede Spur, und die Bäuche der Welpen knurrten traurig. Die Hündin musste ihren Untergang im Schlamm erkannt und die Welpen ausgesetzt haben. Shura-chet fühlte sich tief berührt und beschloss, die Sache bis zum Ende durchzuziehen. Die sauberen Welpen, die sich nach und nach zeigten, waren entzückende kleine Plüschtiere, und nachdem sie gefüttert und getränkt wurden, entwickelten sie sich zu verspielten und anhänglichen Tieren. Inzwischen wusste die ganze Familie von Shura-chets Entdeckung und viele Dorfbewohner halfen bei der Pflege der Welpen. Am Abend beschlossen sie bei einem Familientreffen, dass sie alle 5 Welpen behalten würden, denn es war ein gutes Zeichen. Die 5 Welpen, einst dem Tod nahe, blühten zu gesunden und glücklichen Hunden auf. Sie wurden zu treuen Begleitern der Dorfbewohner und zu Symbolen der Hoffnung und des Mitgefühls. Die Geschichte der geretteten Welpen wurde weit über die Grenzen des Dorfes bekannt und inspirierte Menschen in der ganzen Region. Es war eine Erinnerung daran, dass in der Dunkelheit des Lebens, inmitten von Schlamm und Verzweiflung, manchmal ein Funke Menschlichkeit auftaucht, der selbst die verletzlichsten Wesen retten kann.